Guten Tag an alle unsere Zuhörer. Ich bin Peter und willkommen zurück bei Wow Spoken German. Heute habe ich eine Geschichte für euch, die wirklich frustrierend war, aber am Ende auch lustig. Adele, du glaubst nicht, was mir letzte Woche am Flughafen passiert ist. Hallo zusammen, ich bin Adele. Oh nein, Peter, was ist denn passiert? Erzähl uns die ganze Geschichte. Unsere Zuhörer und ich sind schon sehr gespannt. Also, ich war auf Geschäftsreise in München. Alles lief super. Die Meetings waren gut, das Essen war fantastisch und ich war richtig zufrieden. Am letzten Tag packe ich meinen Koffer, fahre zum Flughafen, checke ein und fliege nach Hause nach Berlin. Das klingt doch alles ganz normal, Peter. Wo ist das Problem? Habt ihr Zuhörer schon eine Idee, was schiefgegangen sein könnte? Schreibt eure Vermutungen in die Kommentare. Genau, bis dahin war alles perfekt. Ich lande in Berlin, gehe zum Gepäckband und warte noch mehr. Alle anderen Passagiere nehmen ihre Koffer vom Band, einer nach dem anderen. Aber mein Koffer kommt nicht. Oh je, das ist wirklich ärgerlich. Das Gepäckband wird langsam leer, oder? Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Ich wurde nervös, wirklich nervös. Das Band dreht sich weiter, aber es kommen keine Koffer mehr. Nur noch ein alter Rucksack, der immer im Kreis fährt. Ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Koffer? Das ist so stressig. Liebe Zuhörer, ist euch das auch schon mal passiert? Habt ihr euren Koffer am Flughafen verloren? Teilt eure Erfahrungen mit uns in den Kommentaren. Also Peter, was hast du dann gemacht? Ich schaue mich um und sehe ein Schild mit der Aufschrift Gepäckservice. Ich gehe dorthin und finde einen Schalter. Dort sitzt eine freundliche Frau. Ich sage zu ihr, Entschuldigung, mein Koffer ist nicht angekommen. Können Sie mir helfen? Gut, dass du den Schalter gefunden hast. Was hat die Frau am Schalter gesagt? Hat sie gleich eine Lösung gehabt? Sie war wirklich sehr freundlich. Sie sagt zu mir, kein Problem, das kommt manchmal vor. Können Sie mir bitte Ihr Gepäckticket zeigen? Ich gebe ihr das kleine Ticket, das ich beim Einchecken bekommen habe. Sie tippt etwas in den Computer. Das Gepäckticket ist so wichtig. Zuhörer, wenn ihr fliegt, bewahrt dieses kleine Ticket immer gut auf. Es hat eine Nummer, die euren Koffer identifiziert. Peter, was hat sie im Computer gefunden? Sie schaut auf den Bildschirm und sagt, ich seh's das Problem. Ihr Koffer ist noch in München. Er hat den Anschlussflug nicht erwischt, das passiert manchmal bei kurzen Umsteigezeiten. Ich sage, aber ich hatte gar keinen Anschlussflug. Ich bin direkt von München nach Berlin geflogen. Moment mal. Das ergibt doch keinen Sinn. Wie kann der Koffer den Anschlussflug verpassen, wenn es keinen Anschlussflug gab? Das ist ja merkwürdig. Genau das habe ich auch gedacht. Die Frau schaut nochmal genauer hin und sagt, oh, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Ihr Koffer ist tatsächlich hier in Berlin angekommen. Er ist nur an das falsche Gepäckband gegangen. Wir haben ihn schon hier im Büro. Was für eine Erleichterung. Also war dein Koffer die ganze Zeit da, nur am falschen Ort. Das ist ja fast lustig. Wie hast du darauf reagiert? Ich war so erleichtert. Ich sage, oh, das ist großartig. Kann ich ihn jetzt abholen? Sie steht auf und geht in einen Raum hinter dem Schalter. Ein paar Minuten später kommt sie zurück. Aber sie kommt alleine zurück, ohne Koffer. Oh nein, jetzt wird es kompliziert, oder? Was war denn jetzt schon wieder das Problem? Unsere Zuhörer halten bestimmt die Luft an. Sie sagt zu mir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben Ihren Koffer gefunden. Die schlechte Nachricht, es ist nicht Ihr Koffer. Ich verstehe das nicht und frage, wie bitte? Was bedeutet das? Das wird ja immer verwirrender. Also Sie haben einen Koffer mit deiner Nummer, aber es ist nicht dein Koffer? Wie ist das möglich? Sie erklärt mir, das Etikett mit ihrer Nummer klebt an einem schwarzen Samsonite-Koffer. Aber laut unserer Aufzeichnung haben Sie einen blauen Koffer eingecheckt. Stimmt das? Ich sage, ja genau. Mein Koffer ist blau, nicht schwarz. Wo ist mein blauer Koffer? Aha, also hat jemand versehentlich dein Etikett an den falschen Koffer geklebt. Das bedeutet, irgendwo gibt es einen blauen Koffer ohne richtiges Etikett. Peter, das ist ja wie ein Detektivfall.
Genauso fühlte es sich an. Die Frau sagt, lassen Sie mich im System suchen. Sie tippt wieder etwas ein und schaut konzentriert auf den Bildschirm. Dann sagt sie, ich habe etwas gefunden. Es gibt einen nicht identifizierten blauen Koffer im Lager, das könnte Ihrer sein. Das klingt doch gut. Liebe Zuhörer, merkt ihr, wie wichtig es ist, eine gute Beschreibung von eurem Koffer zu haben? Farbe, Marke, vielleicht ein buntes Band oder Aufkleber. Das hilft bei solchen Situationen. Also Peter, war es dein Koffer? Sie geht wieder in den Lagerraum und kommt diesmal mit einem blauen Koffer zurück. Ich erkenne ihn sofort. Das ist meiner. Ich sage, ja, das ist er. Ich bin so froh. Aber dann frage ich, was ist mit dem schwarzen Koffer? Wem gehört der? Gute Frage. Irgendwo gibt es ja einen armen Passagier, der jetzt denkt, sein schwarzer Koffer ist verloren, richtig? Richtig. Die Frau sagt, der gehört einem Herrn aus Frankfurt. Er hat vor 10 Minuten angerufen. Sein blauer Koffer ist in Frankfurt nicht angekommen und er denkt, er ist verloren. Aber ich glaube, er hat versehentlich ihren blauen Koffer mitgenommen. Oh nein! Also dieser Mann aus Frankfurt steht jetzt zu Hause mit einem blauen Koffer und denkt, es ist sein eigener? Das ist ja ein echtes Durcheinander. Was passiert jetzt? Die Frau sagt, wir werden ihn sofort kontaktieren. Er muss den falschen Koffer zurückbringen und wir schicken ihm seinen schwarzen Koffer. Das wird heute noch erledigt? Ich frage, aber wie konnte das überhaupt passieren? Wie kann jemand den falschen Koffer nehmen? Das ist wirklich eine gute Frage. Zuhörer, achtet ihr immer genau darauf, welchen Koffer ihr am Gepäckband nehmt? Oder greift ihr manchmal schnell zu, ohne richtig zu schauen? Schreibt uns eure Meinung. Die Frau erklärt, viele Koffer sehen ähnlich aus, besonders schwarze und blaue Koffer. Manche Leute schauen nicht auf das Etikett, sondern nehmen einfach einen Koffer, der so aussieht wie ihrer. Das passiert öfter, als Sie denken. Das ist ein wichtiger Tipp für alle Reisenden. Überprüft immer das Etikett auf eurem Koffer, bevor ihr ihn mitnehmt. Besser noch, macht euren Koffer einzigartig mit bunten Bändern oder Aufklebern. Peter, hast du deinen Koffer dann bekommen? Ja, die Frau gibt mir meinen blauen Koffer. Ich bedanke mich bei ihr und bin erleichtert. Aber bevor ich gehe, frage ich sie, passiert Ihnen das jeden Tag? Vermisste Koffer, vertauschte Koffer, solche Geschichten? Sie lacht und sagt, oh ja, jeden Tag. Sie glauben nicht, was wir hier alles erleben. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute am Gepäckservice die verrücktesten Geschichten hören. Vielleicht sollten wir mal eine Episode nur mit diesen Geschichten machen. Was meint ihr, Zuhörer? Das wäre lustig. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren. Ich öffne meinen Koffer, um auszupacken und rate mal, was ich finde. Oh je! Bitte sag mir nicht, dass es doch der falsche Koffer war. Was hast du gefunden? Nein, es war definitiv mein Koffer. Aber obenauf liegt ein Zettel vom Flughafen München. Auf dem Zettel steht, Ihr Koffer wurde im Rahmen einer Sicherheitskontrolle geöffnet und überprüft. Alles ist in Ordnung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Aha! Also wurde dein Koffer in München kontrolliert. Das erklärt vielleicht, warum alles so durcheinander war. Vielleicht haben sie danach das falsche Etikett angebracht. Genau das denke ich auch. Bei der Sicherheitskontrolle haben sie wohl die Etiketten verwechselt. Mein Etikett kam an den, schwarzen Koffer von dem Mann aus Frankfurt und sein Etikett kam an meinen scheinenden blauen Koffer. Dann hat er meinen Koffer genommen, weil das Etikett seine Nummer hatte. Was für eine Kette von Ereignissen. Und am Ende hat sich alles geklärt. Liebe Zuhörer, habt ihr jetzt verstanden, wie wichtig diese kleinen Details beim Reisen sind? Das Gepäckticket aufbewahren, den Koffer gut kennzeichnen und immer das Etikett überprüfen. Absolut. Ich habe eine Menge gelernt. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt einen großen roten Aufkleber auf meinen Koffer geklebt. Ein lustiges Bild von einem Bären. Niemand kann meinen Koffer jetzt verwechseln. Das ist eine tolle Idee. Ein Bärenaufkleber macht deinen Koffer definitiv einzigartig. Liebe Zuhörer, das war Peters Geschichte vom verlorenen und wiedergefundenen Koffer. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt uns eure Geschichten.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Das ist eine super Idee. Ein roter Bärenaufkleber macht deinen Koffer einzigartig. Ich habe bunte Bänder an meinem Koffer, die leuchten richtig hell. So sehe ich ihn sofort am Gepäckband. Kluge Entscheidung. Ich möchte unseren Zuhörern noch ein paar praktische Sätze beibringen, die man am Flughafen braucht, wenn man ein Problem mit dem Gepäck hat. Adele, hilfst du mir dabei? Natürlich. Das ist sehr nützlich für alle, die bald eine Reise planen. Also, wenn dein Koffer nicht kommt, gehst du zum Gepäck-Service-Schalter. Der erste wichtige Satz ist: Entschuldigung, mein Koffer ist nicht angekommen. Richtig. Und dann fragt die Person am Schalter: Können Sie mir bitte Ihr Gepäckticket zeigen? Du gibst das Ticket und sagst vielleicht: Hier ist mein Gepäckticket, ich habe die Nummer notiert. Sehr gut. Dann musst du deinen Koffer beschreiben. Du sagst zum Beispiel: Mein Koffer ist blau und hat Rollen. Oder: Mein Koffer ist schwarz mit einem roten Band. Die Beschreibung ist sehr wichtig. Genau. Und wenn Sie deinen Koffer finden, sagen Sie vielleicht: Wir haben Ihren Koffer gefunden, er ist hier im Lager. Oder wenn der Koffer noch unterwegs ist: Ihr Koffer kommt mit dem nächsten Flug. Wir bringen jetzt ihn zu Ihrer Adresse. Das ist ein guter Service. In Deutschland bringen viele Flughäfen den verspäteten Koffer kostenlos zu deiner Adresse. Du musst nur deine Adresse und Telefonnummer angeben. Sag einfach: Hier ist meine Adresse. Können Sie den Koffer dorthin liefern? Ausgezeichnet. Und nicht vergessen, immer freundlich bleiben, auch wenn du gestresst bist. Die Leute am Schalter helfen dir gerne, aber sie arbeiten auch hart und haben viele Fälle pro Tag. Ein freundliches Bitte und Danke macht viel aus. Das ist ein wichtiger Punkt, Peter. Höflichkeit öffnet Türen, besonders wenn man Hilfe braucht. Unsere Zuhörer sollten auch wissen: Wenn dein Koffer wirklich verloren ist und nicht gefunden wird, kannst du eine Entschädigung bekommen. Aber dafür brauchst du alle Dokumente. Ja, das stimmt. Bewahrt immer eure Bordkarte, das Gepäckticket und wenn möglich Fotos von eurem Koffer auf. Das hilft bei der Suche und auch für die Versicherung. Ich mache jetzt immer ein Foto von meinem Koffer, bevor ich ihn abgebe. Das ist schlau. Liebe Zuhörer, nehmt euch diese Tipps zu Herzen. Habt ihr noch Fragen zum Thema Reisen und Gepäck? Oder habt ihr selbst lustige oder verrückte Geschichten von Flughäfen? Wir würden sie gerne hören. Schreibt in die Kommentare. Wir lesen alle eure Nachrichten und freuen uns über eure Geschichten. Vielleicht nehmen wir eure Erlebnisse in eine zukünftige Episode auf. Was denkst du, Adele? Haben wir noch etwas vergessen? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen. Aber ich möchte noch einen Tipp hinzufügen. Packt immer die wichtigsten Sachen ins Handgepäck. Medikamente, Ladegeräte, ein Wechselshirt, wichtige Dokumente. Falls der Koffer wirklich verloren geht, habt ihr das Nötigste dabei. Ausgezeichneter Tipp. Ich hatte zum Glück mein Laptop und meine Dokumente im Rucksack. Stellt euch vor, die wären im vermissten Koffer gewesen. Das wäre eine Katastrophe gewesen, besonders für die Geschäftsreise. Absolut. Und noch etwas. Wenn ihr wertvolle Dinge habt, wie Schmuck oder teure Elektronik, nehmt sie lieber ins Handgepäck. Im aufgegebenen Koffer können Sachen verloren gehen oder beschädigt werden. Das ist wahr. Ich habe einmal gehört, dass jemand seinen Laptop im Koffer hatte und der Koffer wurde so grob behandelt, dass der Bildschirm kaputt ging. Seitdem nehme ich alle Elektronik nur noch als Handgepäck. Gute Entscheidung. Zuhörer, denkt daran, das Handgepäck ist euer bester Freund beim Fliegen. Aber übertreibt es nicht. Die meisten Fluggesellschaften haben strenge Regeln für Größe und Gewicht des Handgepäcks. Stimmt. Normalerweise ist ein kleiner Koffer und eine Tasche erlaubt. Aber jede Airline hat andere Regeln. Checkt das vorher auf der Webseite der Fluggesellschaft. Das spart Stress am Flughafen. Sehr wichtig. Und jetzt habe ich eine Frage an unsere Zuhörer. Bevorzugt ihr einen großen Koffer für lange Reisen oder nehmt ihr lieber nur Handgepäck, um Zeit zu sparen? Schreibt eure Strategie in die Kommentare. Gute Frage. Ich persönlich mag Handgepäck für kurze Reisen bis 3 oder 4 Tage. Es ist so praktisch. Kein Warten am Gepäckband, keine Sorge um verlorene Koffer. Einfach aus dem Flugzeug und direkt weiter. Ich auch.
Aber für längere Urlaube brauche ich definitiv einen großen Koffer. Ich nehme gerne viele Kleidungsstücke und Schuhe mit. Ich kann nicht mit nur einem Paar Schuhe 2 Wochen verreisen. Ha, das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Packen. Ich brauche 3 Hemden, 2 Hosen und ich bin fertig. Du brauchst einen ganzen Kleiderschrank. Hey, das ist nicht fair. Ich mag es, für jede Gelegenheit vorbereitet zu sein. Ein Outfit für den Strand, eins für das Restaurant, eins für Sightseeing, eins für den Abend. Das ist doch normal. Ich mache nur Spaß. Jeder packt anders und das ist völlig okay. Das Wichtigste ist, dass ihr euch auf der Reise wohlfühlt. Ob mit viel Gepäck oder wenig, das ist eure Entscheidung. Genau. Und wisst ihr was? Es gibt sogar Leute, die mit nur einem Rucksack um die ganze Welt reisen. Minimalisten nennt man sie. Sie haben nur das Allernötigste dabei. Könntest du das, Peter? Ich glaube nicht. Ich respektiere diese Leute, aber ich mag ein bisschen Komfort. Ein paar extra Hemden, meine Lieblingsbücher, vielleicht eine zusätzliche Jacke. Ich bin kein Minimalist beim Packen. Ich auch nicht. Ich bewundere diese Weltreisenden mit ihren winzigen Rucksäcken, aber das ist nichts für mich. Liebe Zuhörer, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Minimalisten oder Maximalisten beim Packen? Lasst es uns wissen. Und jetzt zurück zu meiner Geschichte. Wisst ihr, was das Lustigste an der ganzen Sache war? 3 Tage später bekomme ich einen Anruf vom Flughafen. Noch ein Anruf? Warum denn? Du hattest doch deinen Koffer schon zurück. Was wollten Sie denn noch? Die Frau vom Gepäckservice ruft an und sagt, Herr Peter, ich habe gute Nachrichten. Wir haben Ihren vermissten Koffer gefunden. Ich sage, aber ich habe meinen Koffer schon. Sie sagt, wie bitte? Das verstehe ich nicht. Laut unserem System ist Ihr Koffer noch vermisst. Oh nein. Haben die das nicht im Computer aktualisiert? Das ist ja ein Chaos in Ihrem System. Was hast du gesagt? Ich erkläre ihr die ganze Geschichte nochmal. Der vertauschte Koffer, der Mann aus Frankfurt, die falschen Etiketten, alles. Sie hört zu und sagt dann, oh, tut mir leid, mein Kollege hat vergessen, das im System zu notieren. Ich freue mich, dass Sie Ihren Koffer haben. Na, immerhin haben Sie angerufen, um sicher zu gehen. Das zeigt, dass Sie sich kümmern, auch wenn das System nicht perfekt ist. Aber stell dir vor, du hättest nicht abgenommen. Dann hätten sie vielleicht noch einen anderen Koffer zu dir geschickt. Genau das habe ich auch gedacht. Ich hätte dann 2 blaue Koffer gehabt. Einer meiner und einer von einem anderen armen Passagier. Das wäre noch verwirrender geworden. Was für ein Abenteuer. Peter, deine Geschichte zeigt uns, dass Reisen manchmal stressig sein kann, aber am Ende löst sich meistens alles. Und man hat eine lustige Geschichte zu erzählen. Absolut. Ich war in dem Moment gestresst, aber jetzt kann ich darüber lachen. Und ich habe viel gelernt über Flughäfen, Gepäck und wie man mit solchen Situationen umgeht. Das ist die positive Seite. Genau. Liebe Zuhörer, jedes Problem ist eine Lernerfahrung. Wenn euch sowas passiert, bleibt ruhig, seid freundlich und arbeitet mit dem Personal zusammen. Die meisten Leute wollen wirklich helfen. Richtig. Und vergesst nicht die praktischen Tipps. Gepäckticket aufbewahren, Koffer kennzeichnen, Etiketten überprüfen, wichtige Sachen ins Handgepäck und immer eine gute Beschreibung eures Koffers parat haben. Perfekt zusammengefasst. Jetzt haben wir noch eine kleine Übung für euch. Stellt euch vor, ihr seid am Flughafen und euer Koffer ist nicht angekommen. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf Deutsch zum Personal sagen würdet. Das ist eine gute Übung. Ja, probiert es aus. Schreibt einen kurzen Dialog. Zum Beispiel, Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Oder, können Sie meinen Koffer suchen? Je mehr ihr übt, desto besser wird euer Deutsch. Und denkt daran, Fehler machen ist okay. Das ist Teil des Lernens. Wir sind hier, um euch zu helfen und zu ermutigen. Also traut euch, in die Kommentare zu schreiben, auch wenn ihr nicht sicher seid. Genau, bei Wow Spoken German ist jeder willkommen, egal auf welchem Niveau. Anfänger, Fortgeschrittene, alle lernen zusammen. Das ist das Schöne an unserer Community. So ist es. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch wissen,
Plant jemand von euch gerade eine Reise nach Deutschland oder in ein anderes deutschsprachiges Land? Wohin geht es? Schreibt es uns. Ja, erzählt uns von euren Reiseplänen. Wir würden uns freuen zu hören, wohin eure Deutschkenntnisse euch führen werden. Vielleicht nach Berlin, München, Wien, Zürich? Oder irgendwo anders? Deutschland hat so viele schöne Orte zu bieten. Die historischen Städte, die Berge in Bayern, die Strände an der Nordsee, die Kultur, das Essen. Es gibt so viel zu entdecken. Und überall könnt ihr euer Deutsch üben. Die Deutschen freuen sich, wenn Besucher versuchen, ihre Sprache zu sprechen. Macht euch keine Sorgen um Fehler. Die Leute schätzen die Mühe. Das stimmt. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Freundin. Sie war in einem Restaurant in Hamburg und wollte Wasser bestellen. Sie sagte versehentlich, »Ich möchte ein Pferd bitte«, anstatt »Ich möchte ein Wasser bitte«. Oh nein, Pferd statt Wasser. Das ist lustig. Was hat der Kellner gesagt? Er hat gelacht und gesagt, »Tut mir leid, wir haben keine Pferde auf der Karte, aber ich kann Ihnen Wasser bringen.« Alle haben gelacht, auch meine Freundin. Es war ein lustiger Moment, keine peinliche Situation. Das ist eine schöne Geschichte. Sie zeigt, dass die Leute verständnisvoll sind. Und solche Momente machen das Reisen und Lernen interessant. Also, liebe Zuhörer, habt keine Angst vor Fehlern. Genau. Fehler sind Beweise dafür, dass ihr es versucht. Und das ist das Wichtigste. Jeder Fehler bringt euch näher zur Beherrschung der Sprache. Sehr schön gesagt, Adele. Ich glaube, wir haben heute viel besprochen. Vermisste Koffer, Reisetipps, Dialoge für den Flughafen und lustige Geschichten. Das war eine produktive Episode. Definitiv. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben viel gelernt und hatten Spaß dabei. Das ist unser Ziel bei Wow Spoken German. Lernen soll Spaß machen und praktisch sein. Bevor wir uns verabschieden, noch eine letzte Frage an euch. Was möchtet ihr in der nächsten Episode lernen? Welche Situationen interessieren euch? Restaurant, Hotel, Arztbesuch, Shopping? Schreibt eure Wünsche. Ja, eure Meinungen sind uns wichtig. Wir machen diese Podcasts für euch, also sagt uns, was ihr hören wollt. Je mehr Feedback wir bekommen, desto besser können wir euch helfen. Absolut. Und vergesst nicht, üben, üben, üben. Hört euch diese Episode ruhig mehrmals an. Jedes Mal werdet ihr neue Wörter und Sätze verstehen. Das ist der natürliche Lernprozess. Richtig. Und wenn ihr Wörter nicht versteht, ist das okay. Hört weiter zu. Der Kontext hilft euch zu verstehen. Mit der Zeit wird alles klarer. Gebt nicht auf. So ist es. Lernen braucht Zeit und Geduld. Aber ihr macht das großartig. Die Tatsache, dass ihr hier seid und zuhört, zeigt eure Motivation. Wir sind stolz auf euch. Wir glauben an euch. Jeder kann Deutsch lernen mit der richtigen Einstellung und Übung. Bleibt dran, bleibt motiviert und genießt die Reise. Perfekt gesagt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Vielen Dank, dass ihr bei Wow Spoken German dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ihr Leihort. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Vergesst nicht zu kommentieren und eure Geschichten zu teilen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Macht es gut. Auf Wiederhören. Und denkt daran, überprüft immer euer Gepäck am Flughafen. Wir wollen nicht, dass ihr die gleiche Geschichte erlebt wie ich. Bis bald. Tschüss zusammen. Gute Reise und sicheres Gepäck für alle. Bis zur nächsten Episode bei Wow Spoken German. Wartet. Ich habe noch etwas vergessen zu erzählen. Das ist wichtig und auch ziemlich lustig. Es geht um den Mann aus Frankfurt, der meinen Koffer genommen hat. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Erzähl uns schnell, bevor wir die Episode beenden. Unsere Zuhörer wollen bestimmt wissen, wie seine Geschichte ausgegangen ist. Also, ich hatte ja seine Telefonnummer vom Flughafen bekommen, weil wir die Koffer tauschen mussten. 2 Tage später rufe ich ihn an, um zu fragen, ob alles geklappt hat. Er nimmt ab und sagt, »Hallo?« Ich sage, »Guten Tag, hier ist Peter aus Berlin.« Wir hatten unsere Koffer vertauscht. Und? War er freundlich? War er sauer wegen der ganzen Verwirrung? Ich wäre wahrscheinlich auch ein bisschen genervt gewesen. Das Lustige ist, er fängt an zu lachen. Er sagt,
Oh mein Gott, diese Geschichte. Wissen Sie, was mir passiert ist? Ich komme nach Hause mit Ihrem blauen Koffer. Ich denke, es ist meiner. Ich öffne ihn und sehe lauter Herrenhemden. Moment mal. Er hat den Koffer geöffnet und nicht sofort gemerkt, dass es der falsche ist? Wie ist das möglich? Genau das habe ich auch gefragt. Er erklärt mir, ich war so müde von der Reise, ich dachte komisch. Ich erinnere mich nicht daran, diese Hemden eingepackt zu haben, aber vielleicht habe ich sie vergessen? Ich war sehr verwirrt. Das ist unglaublich. Er hat gedacht, er hätte vergessen, was er eingepackt hat. Wie lange hat es gedauert, bis er den Fehler bemerkt hat? Hören Sie gut zu. Er hat erst am nächsten Morgen gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Er wollte sich umziehen und dachte, diese Hemden sind nicht meine Größe, sie sind zu groß. Dann schaut er genauer hin und sieht meinen Namen auf einem Etikett. Am nächsten Morgen. Er hatte eine ganze Nacht mit dem falschen Koffer und hat es nicht gemerkt. Das ist wirklich erstaunlich. Was hat er dann gemacht? Er ruft sofort den Flughafen an. Die sagen ihm, ja, wir wissen Bescheid. Ihr schwarzer Koffer ist hier. Wir bringen ihn heute zu Ihnen und Sie müssen den blauen Koffer zurückgeben. Er war so erleichtert. Ich kann mir seine Erleichterung vorstellen. Aber wisst ihr was, liebe Zuhörer? Diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Wenn ihr am Flughafen einen Koffer nehmt, öffnet ihn zu Hause als erstes und überprüft den Inhalt. Genau. Und der Mann aus Frankfurt hat mir noch etwas Lustiges erzählt. Er sagt, wissen Sie, was das Peinlichste war? Ich habe meiner Frau am Telefon erzählt, dass ich dass ich komisch gepackt habe und meine Hemden vergessen habe. Sie hat mich ausgelacht. Oh nein. Seine Frau hat ihn ausgelacht, weil sie dachte, er hätte chaotisch gepackt. Und dabei war es gar nicht sein Koffer. Hat er ihr dann die Wahrheit erzählt? Ja, natürlich. Er hat sie zurückgerufen und gesagt, Schatz, ich bin doch nicht verrückt. Es war der falsche Koffer. Sie hat noch mehr gelacht und gesagt, das ist die beste Ausrede, die ich je gehört habe. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Am Ende konnten alle darüber lachen. Das zeigt, dass solche Missgeschicke manchmal die besten Erinnerungen schaffen. Absolut. Und der Mann war sehr nett. Er hat gesagt, danke für Ihren Anruf. Ich bin froh, dass wir beide unsere Koffer zurückhaben. Vielleicht treffen wir uns mal auf einem Flug und lachen über diese Geschichte. Was für ein sympathischer Mann. Das ist das Schöne an solchen Situationen. Man lernt nette Menschen kennen, auch wenn die Umstände chaotisch sind. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal durch einen Fehler oder ein Missgeschick jemanden kennengelernt? Das ist eine gute Frage. Manchmal führen die merkwürdigsten Situationen zu den interessantesten Begegnungen. Also, jetzt habe ich wirklich alles erzählt. Die komplette Geschichte vom vermissten Koffer ist nun zu Ende. Was für ein Abenteuer! Von München nach Berlin, vertauschte Etiketten, ein Mann aus Frankfurt, verwirrte Ehefrauen und am Ende alle glücklich mit ihren richtigen Koffern. Das könnte ein Film sein. Ha! Der Titel wäre Der vertauschte Koffer, eine deutsche Komödie. Würdet ihr diesen Film schauen, liebe Zuhörer? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde ihn definitiv schauen. Und jetzt haben wir wirklich genug geredet für heute. Aber es war eine großartige Episode mit so vielen nützlichen Informationen und unterhaltsamen Momenten. Das finde ich nicht auch. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ihr seid fantastisch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, abonniert Wow Spoken German. So verpasst ihr keine Episode und könnt weiter euer Deutsch verbessern. Jede Episode bringt euch neue Vokabeln, neue Situationen und neue Geschichten. Und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Dann wisst ihr sofort, wenn eine neue Episode online ist. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Episode. Genau. Und jetzt wirklich zum letzten Mal. Tschüss, auf Wiederhören und viel Erfolg beim Deutschlernen. Bleibt neugierig und übt fleißig. Auf Wiederhören. Passt gut auf euer Gepäck auf und bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Macht es gut, ihr Lieben.